Hallo, ich bin Justin und in diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr euren Akku an eurem Medium-Laptop tauschen könnt. Wir zeigen dir, wie du herausfindest, welches Notebook du hast, welchen passenden Akku du dafür benötigst und wie du diesen dann auch einbaust. Wenn ihr dieses Video von Anfang bis zum Ende schaut, dann bekommt ihr den Akkutausch mit eurem Medium-Gerät auch selbst hin. Also legen wir gleich los. Wenn ihr den Akku an eurem Medium-Notebook tauschen wollt, dann braucht ihr natürlich als erstes einen passenden Ersatzakku. Habt ihr den Akku schon, dann könnt ihr ganz einfach anhand von den Kapitelmarken zur eigentlichen Reparatur springen. Es gibt zwei Wege, den richtigen Akku zu finden. Entweder über die Partnummer des alten Akkus oder über das Notebook-Modell. Die Partnummer findet ihr direkt auf dem Akku. Dafür müsst ihr aber allerdings vorher das Notebook öffnen. Deshalb zeigen wir euch das mal anhand des Notebook-Modells. Um das genaue Modell eures Notebooks zu bestimmen, schaut ihr einfach auf die Unterseite des Notebooks. Hier steht die Modellbezeichnung. Notiert sie euch am besten oder macht ein Foto davon. Mit diesen Infos geht ihr dann auf die Webseite ipc-computer.de. Dort könnt ihr euer Notebook über die Suchleiste finden, einfach die eben gefundene Modellbezeichnung eintragen. Wenn ihr über die Suche nicht fündig werdet, könnt ihr das Modell auch Schritt für Schritt in der Navigation eingeben. Anschließend werden euch alle passenden Ersatzteile angezeigt. Wir konzentrieren uns hier auf den Akku. Manchmal könnt ihr euch zwischen einem originalen Ersatzakku und einem Nachbauakku von IPC Computer entscheiden. Beide passen immer in euer Gerät, der Nachbau ist meist günstiger bei gleicher Kapazität. Außerdem werden bei den IPC Computer Akkus alle Emissionen aus Produktion und Transport von uns kompensiert. Wenn für euch nur das Original in Frage kommt, dann bekommt ihr bei IPC Computer einen 100%ig kompatiblen Originalakku. Für unser Beispielmodell gibt es nur zwei originale Akkus. In dem Fall gibt es zwei, weil es im Gehäuse theoretisch noch Platz gibt für einen größeren. Wenn ihr einen dieser bestellt, ist er innerhalb von wenigen Werktagen bei euch. Sobald ihr euren neuen Akku habt, geht es an den Austausch. Wir zeigen euch das hier an einem bestimmten Medium-Notebook. Je nach Modell könnt ihr die Schrauben variieren oder die Länge oder die Verlegung der Kabel. Orientiert euch einfach am Ablauf, so sollte es auch bei euch klappen. Außerdem findet ihr auf unserem Kanal noch zahlreich weitere Videos zu verschiedenen Medium-Laptops. Den Link zur Playlist haben wir euch unten in die Videobeschreibung gepackt. So, wir haben jetzt hier das Medium-Notebook. Wir drehen das Ganze hier einmal um, dass wir es aufschrauben können. Dann nehmen wir ganz einfach diesen Kreuzschraubenzieher, schrauben einfach mal alle Schrauben auf. Bei diesem Notebook gehen auch die Schrauben raus, die legen wir hier mal in Raster bei der Gummimatte. Dann machen wir die nächste Schraube. Ganz einfach geht ihr die ganzen Schrauben lang, bis ihr alles findet. Es kann auch mal sein, dass bei eurem Notebook-Modell unter diesen Gummifüßen eine Schraube ist. Das ist dann aber wirklich was Spezielles, aber nur mal so als Tipp. So, dann haben wir das Ganze bei den Schrauben, oder wir haben die Schrauben schon entfernt. Dann nehmen wir hier einmal das Tool zur Seite, fahren hier drunter, so dass wir auf jeden Fall nichts beschädigen. Und versuchen dann hier die Clips zu lösen. Jetzt hat es auch schon einmal geklackt. Jetzt sind wir mit dem hier drunter. Können wir einmal die Seite lang fahren. Hier vorne ist es auch schon lose. Hier kommen wir auch mal wieder drunter. Hier können wir ganz einfach drunter fahren. Ihr braucht hier keine Angst haben, wir können hier einfach die Clips lösen und dann ist es auch schon offen. Das heißt, wir klappen das Ganze jetzt einmal noch nach vorne. Dann ist das Ganze auch schon auch ausgebaut. Legen wir das zur Seite. Nehmen wir den Schraubenzieher wieder in die Hand und nehmen noch ein Tool, dass wir diesen Akku natürlich als erstes abstecken. Ich habe jetzt hier was Spitzes, drücken wir nach vorne, so dass wir den hier jetzt nach oben biegen. Also wir trennen den vom Strom, dann schrauben wir hier die drei Schrauben weg. Einmal hier die erste. Legen die natürlich dann in ein Extrafach hier in der Gummimatte, dass sie am Ende nicht vermischen. Die zweite ist auch schon raus. Die dritte auch. Dann können wir eine Schraube natürlich übersehen. So, die vierte ist auch draußen. Dann können wir diesen Akku auch schon rausnehmen, wir legen ihn zur Seite, nehmen den neuen Akku,
und setzen den auch wieder in die Vorrichtung, so wie der andere. Wenn ihr den neuen Akku eingelegt habt, dann schraubt ihr die Schrauben ganz normal wieder fest. Also einfach dasselbe Prinzip wieder andersrum. Wir machen das jetzt hier mal überkreuzt. Wenn ihr auch so ein Schraubendreher-Kit braucht, dann könnt ihr es mal unten in der Videobeschreibung abchecken. Da haben wir euch ein Schraubenkit verlinkt und auch das Schraubendreher-Kit. Dann könnt ihr jetzt auch beides als Bundle kaufen. Jetzt haben wir das hier fest. Wir nehmen wieder dieses Skalpell, schauen, dass wir diesen Akkustecker wieder hier reinbekommen. Das ist ein bisschen Friemelarbeit, aber wenn ihr vorsichtig vorgeht, dann bekommt ihr es auch ganz einfach hin. So, nach ein bisschen Arbeit haben wir es auch geschafft. Sitzt auch ganz recht drin, das müsst ihr nochmal überprüfen, dass der auch wirklich fest sitzt. Dann nehmen wir die Gehäuseabdeckung, machen die drauf, drücken mit Vorsicht an der Seite lang, bis man das ein bisschen klipsen hört. Das ist erstmal kein Problem, aber vorsichtig sein natürlich. So, dass alles fest ist. Dann könnt ihr auch die Schrauben wieder festdrehen. Und dann seid ihr eigentlich auch fast schon fertig. Wenn ihr alles wieder zusammengeschraubt habt, dann sollte alles direkt funktionieren. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video geholfen haben, euer Mediennotebook wieder zum Laufen zu bringen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal.